Okay, hallo Carsten. Kannst du uns was über die Idee und den Hintergrund von Faces of Europe erzählen? Also eigentlich fing es schon 2009 an mit der Heimat Deutschland deine Gesichter, wo ich bereits 1000 Menschen fotografiert habe, in Deutschland allerdings. Natürlich aus ein bisschen anderen Gründen, eher aus geschichtsgesellschaftlichen Gründen würde ich es mal nennen. Ich glaube, jeder weiß, was dahinter steckt oder kann es sich vorstellen. Aber das Ziel war natürlich sehr ähnlich dem Ziel jetzt, und zwar, dass man eine homogene, sympathische, aufeinander zugehende Gesellschaft unterstützt und eine schöne Community damit entwickelt. Ich habe mich immer gefragt, was kann man tun, damit Menschen sich betrachten, irgendwie wohlwollend, also nicht skeptisch, nicht mit Vorurteilen, nicht mit irgendwas. Kenne ich auch von mir selber. Ich bin auch mittlerweile ganz schnell dabei, weil sich natürlich meine Erfahrungen mehren und man nicht mehr wirklich unterscheidet. Das halte ich für total gefährlich und deswegen finde ich es schön oder fand die Idee gut, alle Menschen zu zeigen, wie sie wirklich sind. Wirklich sind, ist natürlich relativ, aber ich habe mich versucht, so nah dem zu nähern, wie es eben nur ging. Dass ich alles andere halt weggelassen habe und nur das, also das Pure, das Blanke sozusagen, versucht habe zu fotografieren. Ne, um somit so etwas Gleichgestelltes hinzubekommen. Was genau ist letztes Jahr in Europa passiert? Wie kommt man zu Pandemiezeiten über geschlossene Grenzen und in alle EU-Mitgliedstaaten? Das hört sich nach einer großen Herausforderung an. Ja, zum einen, man muss sich ständig informieren, man muss genau wissen, welches Land gerade geöffnet hat oder bald wieder schließt. Das bedeutet auch, dass wir zum Teil zickzack gefahren sind, deswegen kamen wir auch auf 40.000 Kilometer. Das heißt, wir waren schon auf dem Weg nach Spanien, mussten aber dann doch über Polen fahren, was fast das Gleiche ist. Und sozusagen, wir haben mehrere Runden gedreht irgendwie und es ist schon zermürbend teilweise, weil dann natürlich auch die Kosten nach oben sprießen ließ, aber am Ende, finde ich, zählt das Ergebnis und ich finde, wir haben es gut hinbekommen. Uns fehlt noch Irland, muss ich zugeben, das werden wir aber noch nachholen. Wir werden mit dem ganzen Team, alle, die daran gearbeitet haben, haben wir uns vorgenommen, wollen wir dort ein kleines Fest feiern, vielleicht, wenn das irgendwie klappt. Ne? Ansonsten, ja, war nicht einfach. Manche sind skeptisch, manche weniger, manche wollten es gar nicht. Kann ich auch verstehen, wurde immer akzeptiert. Dann haben wir irgendwelche Ausweichmöglichkeiten gefunden, aber wir haben stets alles eingehalten, was man einhalten konnte. Das heißt natürlich Maskenabstand, das muss ich jetzt nicht erklären. Das kennen wir mittlerweile zur Genüge und so haben wir es natürlich auch gehalten. Ne? Wo habt ihr die Iren jetzt fotografiert, wenn ihr nicht nach Irland konntet? Ja, die Iren haben wir in ganz Deutschland fotografiert. Auch das war sehr aufwendig, übrigens genau, sehr ähnlich wie die Ungarn übrigens, ne, auch irgendwie zusammengesammelt. Wir waren zwar in Ungarn, aber das ging auch nicht so einfach. Und also das würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass man vielleicht nochmal dorthin fährt, das nochmal ein bisschen ursprünglicher macht sozusagen. Ich finde, das gehört zum Gesamtkonzept dazu. Ja, so ein bisschen, wir produzieren gerade ein Bildband und wo wir natürlich auch Bilder drin zeigen, wo wir unterwegs sind und wo wir mit dem Bus standen. Und der blaue Bus ist so ein bisschen die rote Linie, die uns da auch visuell, glaube ich, durchgeführt hat. So ein bisschen, dass man daran uns natürlich auch irgendwie wiedererkannt hat. Und deswegen wollen wir da natürlich auch nochmal die Lücken schließen. Gab bestimmt insgesamt ganz, ganz viele interessante Erfahrungen und Situationen auf dieser Reise. Kannst du uns vielleicht 2, 3 Höhepunkte nennen oder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was war jetzt ganz besonders unterwegs? Ja, das Interessante war für mich, dass klar, Städte und Landschaften etc. sind immer spannend. Ich kannte natürlich auch schon ein bisschen was, aber viel spannender fand ich bestimmte Menschen. Natürlich zum einen, weil sie sehr, sehr, sehr berühmt sind, aber auch schon ein bisschen älter oder auch Menschen mit unfassbaren Geschichten, die, sage ich mal, bald ausgestorben sind und
und dann die Geschichten wahrscheinlich mitsterben. Ne? So ein bisschen, sowas finde ich natürlich besonders aufregend. Frau Lucia Horowitz in Krakau, eine der letzten Überlebenden von Schindlers Liste und so weiter. Und da gibt es viele, viele andere noch. Also es geht natürlich nicht immer um den Holocaust. Wir waren auch bei Björn von ABBA in Stockholm, irgendwo nicht im Garten, im Wald. Und ja, kann man gar nicht alles aufzählen. Das ist zum Teil total verrückt. Ne? Und das macht es aber auch sehr interessant und sympathisch. Und bei einigen Ländern war ich sehr überrascht, ne? Wie das Gemeinschaftsgefühl ist. Das ist sehr unterschiedlich, zum Beispiel zwischen Norden und Süden. Also im Norden ist es sehr jung, es ist sehr innovativ, überall gibt es WLAN und die Menschen reden meistens in der Wir-Form. Und wenn man dann weiter in den Süden geht, ändert sich das so ein bisschen. Ne? Dann sind doch alle sehr so für sich und ein bisschen altmodisch, eher analog. Finde ich zum Teil auch nicht wirklich schlimm, aber wenn man in die Zukunft schaut, könnte das ein Problem am Ende werden, glaube ich. Hast du schon Pläne für die Zukunft? Du hast einen Bildband erwähnt, der jetzt in Arbeit ist. Wie kommt man an diesen Bildband? Werden alle 1000 Gesichter da zu sehen sein? Kannst du noch kurz was darüber erzählen? Ja, das haben wir auch schon gemacht bei der Heimat. Da gibt es auch so ein dickes Ding, das hat auch 440 Seiten, ne, mit einer Box und so. Diesmal haben wir einen Schuber, also wirklich sehr schön, hat eine Übergröße, hat auch wieder 336 Seiten, glaube ich. Sind alle 1000 Gesichter drin, gibt es viel zu gucken. Und wir haben es diesmal ein bisschen informativer gemacht, weil wir natürlich was zu den Ländern erzählt haben. Ja, das heißt, wir haben ein bisschen Informationen über. Ich bin auch total überrascht, was ich alles jetzt da selbst erfahren habe. Und das finde ich sehr schön. Mit anderen Worten, ich glaube, wenn du das Buch durch hast, ist dir Europa etwas näher gekommen. Und dann kriegst du vielleicht auch Lust, nicht nur in die Länder zu fahren, wo du sowieso mal bist, sondern mal ganz woanders hin. Also wenn ich nochmal jetzt los würde ich vermutlich nach Litauen fahren oder so. Ja, oder nochmal nach Finnland, ich weiß nicht, weil es einfach völlig anders ist. Ne? Und nicht völlig anders natürlich, wir sind ja Europäer, aber es ist schon hier und da. Ne? Die Leute haben ein anderes Tempo, haben andere Prioritäten. Und ich finde, das macht den Geist offen. Und das finde ich so wichtig. Ne? Mit anderen Worten, man sollte sich möglichst viel bewegen und viel kommunizieren. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, nicht nur für die Gemeinschaft, sondern vor allen Dingen für dich selber. Wir sind wir dran und wir werden einen Dokufilm aus dem Ganzen machen. Wir haben auch natürlich viel gefilmt, also nicht nur Interviews, sondern auch vom Land, Geschichten etc. Mal gucken, ob es spannend genug wird, ne, ob das sich vielleicht jemand dann als Verleiher da irgendwie auftritt. Müssen wir mal schauen, sind wir gerade bei. Und für die Zukunft, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ich würde gerne nach China. nach China wollte ich aber schon die ganze Zeit. Ja, ich kenne die politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten, aber die gibt es ja irgendwie überall, finde ich. Und ich denke, wenn man etwas Positives vorgibt, dann ist das kein Fehler. Also ich denke schon, dass man das mal angehen sollte oder darf und bin da schon auch ein bisschen in Kontakt mit China und würde mich sehr freuen, wenn man das vielleicht nächstes Jahr, wenn die Lage sich beruhigt hat, irgendwie umsetzen könnte. Ich würde durch 33 Orte fahren und hoffe dann nicht, dass wir am Ende ein schönes goldenes Buch hätten. 1000 chinesische Gesichter. Wie geht es mit Faces of Europe weiter? Du hattest viele Ausstellungen, unter anderem in Rom, in Helsinki, in Berlin, an zwei wichtigen Bahnhöfen. Wie sieht es aus? Also in Maastricht ist ja noch was geplant, auch ein Lichtfestival draußen, auch zum Festival of Lights. Hast du ja in Berlin das Auswärtige Amt bestrahlt mit deinen Bildern. Kannst du noch was zu Faces of Europe in Deutschland oder in Europa sagen? Anlass war ja ursprünglich die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die jetzt ja seit dem 31.12. abgeschlossen ist. Ja, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, ne? Das, was natürlich sehr schön ist. Und wir hatten noch viel mehr Ausstellungen. Ne? Wir waren in Jakarta, Bratislava, gerade in Zagreb, gerade zurückgekommen. Es war sehr schön. Wir haben momentan in Teheran etwas. Mich hat ein Herr von der UNESCO gerade angeschrieben, der es auch ausstellen möchte innerhalb der UNESCO. Und das ist natürlich genau das, was man sich wünscht, dass solche Leute darauf irgendwie aufmerksam werden und auch erkennen, sag ich mal, was dahinter steckt. Ne? Also die Idee des Ganzen. Es geht ja nicht nur um die Abbildung von Gesichtern, sondern was ist
der Sinn dahinter. Was soll uns das bringen? Und wir haben eine sehr schöne Anfrage aus Verdun, beziehungsweise Straßburg, da kommt es im Ursprung her, und das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Das sind so ganz besondere emotionale Orte, wo ich hoffe, dass wir auch hinkommen. Wir haben noch Malaga, da gibt es ein Kastell auf einem Hügel, soll auch projiziert werden, was sehr spannend ist. Das hatten wir beim Auswärtigen Amt, beim Festival of Lights. Das fand ich bis jetzt am spannendsten, muss ich ehrlich gestehen, weil es erstmals riesig war und natürlich meine Gesichter, was heißt meine Gesichter, die Gesichter, das sind irgendwie schon meine Familie, deswegen meine Gesichter riesig groß abgebildet wurden, die dann ineinander verschachtelt und gemorpht wurden, und das ist für mich auch ganz neu zu sehen. Ich kenne das ja alles in- und auswendig. Ich meine, ich träume ja davon mittlerweile, und das mal so zu sehen, ist wirklich toll. Aber wir haben auch Sachen in Greifswald, die wollen den ganzen Ort bespielen, also mit Projektionen, mit Lichtstelen, die ich habe mal bauen lassen, die gab es in Rom und Helsinki, und auch in Galerien und so weiter. Also die finden die Idee anscheinend richtig gut, was ich natürlich sehr schön finde, und das werden wir im September machen, Ende September. Und dann geht es nach Stettin, was ich auch toll finde. Polen ist immer gut, finde ich, wenn Deutschland und Polen was zusammen machen. Ja, und das ist auf einem guten Weg, sage ich mal. Ne? Und wir haben dann noch in Malta, geht es weiter, 2022, und nach Malta, Chengdu, China, werden die auch gezeigt in einem sehr schönen Museum für Fotokunst in China. Und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich würde gerne von da aus das eigentlich als Startschuss sehen, um durch China zu reisen. Das ist wirklich ein lang gehegter Wunsch von mir, durch China zu fahren, weil es auch unfassbare Landschaften gibt und Menschen, die wir nicht so kennen. Was wir gezeigt bekommen, ist natürlich auch, hat immer einen Rahmen, sage ich mal. Und was links und rechts neben dem Rahmen ist, sieht oft ganz anders aus. So habe ich es auch erlebt in Europa. Es gab aktuelle Nachrichten, dann fährst du dorthin und die Leute wissen da gar nichts von. Also es geht oft nur um Quote, um Sensation. Und das ist eine Entwicklung, die ich übrigens ganz furchtbar finde, dass Sensation sticht Information, wurde uns gerade ein paar Jahre von Trump schön vorgemacht, ne, wie das super funktionieren kann. Und ich finde, wir müssten da sehr auf der Hut sein, dass wir sehr skeptisch sind und immer gut überlegen, warum irgendjemand sagt, was steckt dahinter. Ne? Und wir dürfen uns da nicht von beeinflussen lassen. Deswegen sollten wir immer selbst unser Bild machen, ja, und am besten selber uns irgendwo hinbewegen und dann überlegen, was dahinter steckt. Wir hatten jetzt das Festival of Lights erwähnt und die Bilder und Filme, die entstanden sind und ineinander gemorpht sind. Und da kam es ja auch zu einer Zusammenarbeit mit der Berliner Band Salzufer, die zu den Filmen Musik gemacht haben, wie sozusagen Filmmusik als Soundtrack zu den Bildern und hier am Auswärtigen Amt auch live gespielt haben. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Ich kannte ein Bandmitglied und schätze seine Arbeit sehr. Vor allen Dingen, es geht so immer so ans Herz, und darum geht es halt, ne, dass man, wenn Emotionen nicht geweckt werden, dann funktioniert nichts, dann funktioniert auch die Kunst nicht oder gerade die Kunst nicht. Ich muss schon irgendwas damit anfangen können, und je mehr Sinne ich berühre, umso eher funktioniert es. Ne? Und wir haben jetzt auch zum Beispiel aktuell haben wir zusammengearbeitet jetzt mit Maastricht, wo wir überlegt haben, okay, die Musik, also da ist eine bekannte Sängerin, ich weiß den Namen jetzt gerade leider nicht, genau, kannst du gleich nochmal wiederholen, ist dort sehr bekannt, und das, was sie sagt und singt, passt halt sehr gut zusammen. Und auch die Restmusik haben wir versucht, so ein bisschen das Gefühl von den Niederlanden damit zu zeigen. Ja, dass damit auch die Bilder und die Niederländer, die gezeigt werden, damit dieses Gefühl unterstützt wird ein bisschen, damit andere Menschen auch ungefähr sich irgendwie erfühlen können, was macht so ein Land aus.
Ne? Also das ist da nicht nur die Windmühle oder der Käse, ne? Das ist natürlich noch ein bisschen mehr, ja. Sind die tolerant, sind sie nicht, ne? Oder wie sozial sind sie wirklich und so weiter. Ne? Und das finde ich halt sehr spannend. Ne? Und so haben wir das eigentlich mit allen Ländern probiert. Ne? Und wir konnten natürlich nicht überall mit ihnen zusammenarbeiten. Ne? Wir haben auch selber für jedes Land ein bestimmtes Musikstück gesucht, ja, wo wir wirklich hunderte von Songs uns angehört haben über Tage und immer versucht haben, etwas rauszuspüren, wo wir sagt, das passt da gut hin, wie war denn das auf der Reise, ne? Welches Gefühl hatten wir da? Und ja, das gehört eben mit dazu. Also mir persönlich macht das total viel Spaß, so ein Gesamtpaket zu schnüren, sozusagen. Danke. Wir werden jetzt gleich noch mit Peter Schendeland sprechen von Salzufer. Weiß nicht, ist er schon da? Ach, sehr gut. Dann, ja, Peter, magst du zu uns kommen? Hallo Peter, guten Morgen, schön, dass du hier bist. Wir haben gerade über Faces of Europe und den Hintergrund, die Idee vom Projekt gesprochen. Carsten hat erzählt, wie seine Reise durch Europa war. Und wir haben auch über das Festival of Lights gesprochen, die Filme, die entstanden sind von den Bildern, die ineinander gemorpht sind, die Porträts, die er gemacht hat. Und würde gern von dir wissen, wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Salzufer und zu der Erweiterung von dem Projekt Faces and Music? Ja, wie kam es dazu? Dankeschön. Also wir haben, an uns wurde herangetragen, dass wir zu diesen Bildern doch uns mal Gedanken machen könnten, was für eine Musik dort passend wäre und wie man die Sache emotional noch unterstützen könnte und noch stärker praktisch wie ein Filmprojekt, wo Musik ja auch ganz stark die Bilder oder das, was man vor sich sieht, nochmal unterstützt. Ja, die Sachen waren eigentlich unter einem anderen Vorzeichen gedacht, weil eine Liveband im Prinzip zu den Bildern spielen sollte. Das hat sich später dann in Zeiten von Corona dann doch leider etwas ändern müssen, so dass wir also dann doch mehr filmisch denken mittlerweile. Vielleicht mit den Lockerungen ergibt sich aber auch wieder, dass wir live auf der Bühne stehen dürfen und zu diesen Bildern, zu diesem Projekt auch spielen können. Das ist doch eine ganz andere Sache dann. Also man muss dann auch wirklich sagen, dass dann zwei verschiedene Denkansätze daher müssen. Das haben wir dann auch erst lernen müssen. Wir haben also ein Konzert gehabt im Oktober, Anfang Oktober, das sogar noch live war. Leider ohne wirklich Publikum, also ein paar Leute auf dem Platz durften natürlich dabei sein, aber größere Menschenmassen sollten ja vermieden werden. Aber es war eine wundervolle Erfahrung. Wir haben aber dann gemerkt, dass wenn man die Live-Musik eben zu den Bildern abspielt, dass dann doch das eine andere Sache ist, als wenn man Musik zu den Bildern produziert. Das ist eine verschiedene Geschichte und es war auch eine Herausforderung, jetzt da nochmal einen anderen Ansatz zu denken. Darüber hinaus ist ja auch wirklich trotz Corona und Pandemie eine künstlerische, grenzübergreifende Zusammenarbeit entstanden, eine digitale Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern. Ihr habt mit einer Künstlerin aus Finnland zusammengearbeitet, aus Holland, einem Tenor aus Italien. Wie funktioniert das? Und ihr habt euch nie gesehen, aber ihr habt Musik zusammen gemacht. Kannst du da noch kurz was drüber erzählen? Ja, das habe ich in meiner ersten Antwort gänzlich erstmal weggelassen. Genau. Das war wirklich sehr interessant, weil, wie Sie schon sagten, das gänzlich erstmal unbekannte Künstler für uns waren, die uns vorgeschlagen wurden von den jeweiligen Ländern, wo Faces of Europe als Installation stattfand oder stattfinden sollte. Und es waren auch musikalisch gesehen Menschen aus teilweise anderen Gattungen, also viel mehr aus der Klassik. In Finnland es ist ein ziemlich bekannter Musiker, Arto Mäkelä heißt er, der eine berühmte Musikerfamilie in Finnland, Bruder Dirigent in Paris und
er ist ein ziemlich toller Jazzgitarrist, seine Frau Opernsängerin und die Mixtur zusammen mit denen eine finnische, etwas, wie soll ich sagen, finnisch-eigenes zu bauen, was trotzdem auch funktioniert im Kontext der Musik, die wir für diese Faces of Europe Geschichte entwickelt haben. Das war toll und es ist auch toll mit diesen großartigen Künstlern. In Rom war es Michael Alfonsi, ein auch sehr, sehr bekannter Operntenor, der dort große Rollen bei Bier von Sevilla gerade in der Fernsehproduktion von Rai gesungen hat. Also ja, natürlich muss man sich auch erstmal reindenken, wie diese Künstler fühlen. Die wurden ja auch praktisch ins kalte Wasser geschmissen. Also das war toll. Aber es hat sich ehrlich gesagt großartig angefühlt. Gerade mit den beiden war das eine tolle Zusammenarbeit und wir haben, glaube ich, auch emotional beeindruckende Ergebnisse hinbekommen. Und nur darum geht es, oder? Genau. Sehr schön. Wenn du zum Schluss noch was kurz über die Zusammenarbeit mit Sarah Lee Vos sagen könntest aus Holland. Mit der hast du ja auch ein Stück gemacht, einen holländischen Song und dann hat sie noch einen Prosatext gesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Ja, eigentlich ein Schlager. Dag Lieve Mane in den 70er Jahren, der aber sehr gut etwas holländisch Eigenes hat und den vor allen Dingen auch viele Menschen dort kennen, haben wir ganz anders arrangiert. Mit einer großartigen holländischen Sängerin, die ich finde, das auch sehr, ja, es gibt ja manchmal Stimmen, die berühren und sie ist so eine, die sofort berührt und auch was sehr Eigenes hat. Also das hat auch sehr großen Spaß gemacht und sie hat auch den Text, der einen starken Europabezug hat, meines Erachtens sehr, sehr toll eingesprochen. Und die Sache haben wir übrigens dann nochmal geändert, weil wir dann doch stark am Anfang im Bandkontext gedacht haben. Und jetzt haben wir das nochmal umarrangiert, so dass es mit den Bildern vielleicht, wenn die Liveband nicht dazu spielt, noch besser funktioniert. Auf jeden Fall auch eine großartige Stimme und ich habe auch da tolle Musiker. Ich weiß ja, dass es überall wunderbare Musiker gibt, die man großenteils gar nicht kennt, die nicht unbedingt in meinem ersten Lied stehen. Also das war, Sarah Lee Vos ist zwar relativ bekannt in Holland, aber hier in Deutschland kennt man sie nicht so. Also das war auch großartig. Ich bin froh, dass wir sie an Bord haben. Okay, wir wünschen dir, das Auswärtige Amt, alles Gute, viel Erfolg mit den neuen Plänen, sei es in Europa, in Maastricht, in Spanien, Malaga oder natürlich auch für deine Pläne, die du mit China hast. Und ich bedanke mich, dass wir dieses Projekt zusammen so erfolgreich umgesetzt haben, durchgeführt haben, trotz vieler Hürden, war es eine super Zusammenarbeit und das auch im Namen vom ganzen Auswärtigen Amt. Ja, ich muss mich genau das noch nicht erwähnt, weil das ist tatsächlich wirklich wesentlich für die Reise, ist die Unterstützung der Botschaften. Denn ohne die hätte ich nicht diese Vielzahl von wirklich interessanten Menschen gehabt, ne? Weil die kann ich natürlich nicht auf der Straße erkennen. Ich habe auch wenig Zeit. Ne? Das heißt, der Zeitplan war super eng. Das heißt, ich komme hin und die Botschaft hatten dann zwischen 10 und 20 Leuten zum Teil vororganisiert, ne? Die auch wirklich super spannend waren. Schauspieler, DJs, Musiker, Künstler, Politiker, viele Außenminister, Premierminister, also es war alles dabei. Ne? Und das macht natürlich Spaß, diese Mixtur vor allen Dingen zu sehen. Ne? Und nachdem wir mit denen fertig waren, sind wir dann natürlich auf die Straße gegangen sozusagen und haben dann versucht, einen schönen Querschnitt zu kriegen, also von 8 bis 80 sozusagen alles dabei zu haben. Und nur sowas war es überhaupt nur möglich, muss ich sagen. Wenn ich selber losgefahren wäre, das wäre sehr, sehr, sehr beschwerlich geworden. Also nochmals vielen Dank.